Hallo und guten Tag. Heute gibt es mal ein ganz spezielles Video. Und zwar möchte ich gerne mal das Gesundheitswesen in Italien vorstellen. Keine Angst, es wird nicht langweilig. Bleibt bitte dran. Und übrigens, meine Stimme ist ein wenig belegt. Da habe ich mir Hilfe von der künstlichen Intelligenz geholt. Und wen das interessiert, der bleibe bitte dran. Nachdem ich eine Woche ein italienisches Krankenhaus von innen erleben durfte, kam mir die Idee, ein Video über das Gesundheitssystem in Italien zu machen. Es gibt viele Vorurteile und Kritik an der Gesundheitsversorgung der Bevölkerung in Italien. Da wäre es doch mal an der Zeit zu prüfen, was es mit der Kritik auf sich hat. Die allgemeine Gesundheitsversorgung in Italien ist Angelegenheit der Regionen und steht jedem Bürger Italiens kostenlos zur Verfügung. Eine gesetzliche Krankenversicherung gibt es nicht, da das Gesundheitswesen über die Steuern finanziert wird. Das System steht auch Ausländern mit Wohnsitz in Italien zur Verfügung. Wer beispielsweise in Deutschland Mitglied einer gesetzlichen Krankenkasse ist, wird nach einem Umzug problemlos in das italienische System übernommen. Jeder Bürger Italiens verfügt über eine Gesundheitskarte, mit der er Zugang zum Gesundheitssystem erhält. Zentrale Figur stellt der Hausarzt dar, der Medico di Famiglia. Er ist grundsätzlich die erste Anlaufstelle bei gesundheitlichen Problemen. Er versteht sich als Koordinator, der, falls es erforderlich ist, die notwendigen Untersuchungen verschreibt. Bei diesen speziellen Untersuchungen, die vorwiegend im Krankenhaus durchgeführt werden, muss der Patient einen finanziellen Beitrag zu den Kosten der jeweiligen Leistung beitragen. Nehmen wir beispielsweise eine einfache Blutuntersuchung. Während in Deutschland üblicherweise der Hausarzt Blut entnimmt und zur Analyse weiterleitet, geht man in Italien entweder in ein Krankenhaus oder direkt in ein Labor, wo das Blut entnommen und die Analyse erstellt wird. Je nach Umfang der Untersuchung wird ein Betrag zwischen 15 und 30 Euro fällig. Das Ergebnis kann nach ein paar Tagen abgeholt werden oder bereits am nächsten Tag direkt in der elektronischen Patientenakte eingesehen und, wenn notwendig, ausgedruckt werden. Aufgrund der Blutanalyse entscheidet dann der Hausarzt, welche weiteren Schritte notwendig sind. Alle Ergebnisse von Untersuchungen werden nicht vom Hausarzt, sondern direkt vom Patienten aufbewahrt. Im Laufe der Jahre kann sich, je nach Gesundheitszustand, eine umfangreiche Gesundheitsakte ansammeln. Gleichzeitig werden die Untersuchungsergebnisse auch in der sogenannten elektronischen Patientenakte abgelegt. Was sind nun meine persönlichen Erfahrungen in einem italienischen Krankenhaus? In meinem speziellen Fall bin ich wegen starker Schmerzen in die Notaufnahme gegangen. Nur mit der Gesundheitskarte und ohne Angabe weiterer persönlicher Daten war ich sofort im System des Krankenhauses registriert. Die Untersuchung vom zuständigen Arzt ergab, dass ich noch am gleichen Tag operiert werden sollte. Ein Sanitäter der Notaufnahme hat mich dann direkt in die zuständige Krankenstation gebracht. Ich wurde in einem großen und hellen 4-Bettzimmer untergebracht. Die Versorgung nach der Operation war optimal. Ich wurde von sehr kompetentem Personal betreut. Im 4-Bettzimmer war immer für Unterhaltung gesorgt. Jeder hatte eine Geschichte zu erzählen, so dass es nie langweilig wurde. Nach einer Woche wurde ich entlassen. Das Entlassungsdokument des behandelnden Krankenhauses wird dem Patienten direkt übergeben und beschreibt den Verlauf des Krankenhausaufenthaltes mit den notwendigen Hinweisen für die weitere spätere Behandlung. Dies ist dann dem Hausarzt vorzulegen. Das Dokument bleibt im Besitz des Patienten und ist ebenfalls in der elektronischen Patientenakte abgelegt. Für den Krankenhausaufenthalt ist keine Zusatzzahlung in irgendeiner Form notwendig. Das hört sich alles sehr positiv an. Aber wo sind eigentlich die grundsätzlich kritischen Punkte im Gesundheitswesen? Das sind sicherlich die langen Wartezeiten für Spezialuntersuchungen. Aufgrund der Wartelisten muss man oftmals sehr lange auf einem Untersuchungstermin warten. Wer es sich leisten kann oder eine entsprechende Versicherung hat und die Behandlung privat bezahlt, bekommt natürlich sehr schnell einen Termin. Dann gibt es natürlich auch Personalprobleme. Es fehlt an Medizinern für die Grundversorgung der Bevölkerung. Darüber hinaus fehlt es an Personal für die Betreuung von Patienten im Krankenhaus. Aber alles in allem ist das Gesundheitssystem in Italien auf der Höhe der Zeit und erfüllt nach meiner Einschätzung alle wesentlichen Erwartungen, die an ein modernes System gestellt werden.